Der Samsung The Freestyle deutet mit seinem Namen und seiner kompakten Größe sehr darauf hin, dass er wirklich flexibel einsetzbar ist. Quasi wie ein Fernseher für überall. Nun ja, ist er auch fast. Wir schauen uns mal an, wie sehr er seinem Namen The Freestyle gerecht wird und natürlich, was er sonst noch so auf dem Kasten hat. Ich bin Ole, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Beamer an sich ein Stromkabel mit USB-C, eine Bedienungsanleitung, ein Deckel für das Objektiv, welcher aus PVC besteht, und eine Samsung Smart Remote, also der Fernbedienung. Werfen wir einen Blick auf die Konnektivität, sehen wir an der Seite den USB-C-Anschluss für die Stromzufuhr. Man könnte den Beamer also auch unterwegs mit einer Powerbank nutzen, braucht dazu allerdings eine Powerbank mit mindestens 60 Watt. Gleich darüber befindet sich der Micro-HDMI-Anschluss mit eARC und AnyNet Plus und das war's auch schon. Der Rest wird über Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 erledigt. Hier an der Seite befindet sich außerdem ein Schalter, mit dem ihr das Mikrofon an- und ausschalten könnt. Zu beachten ist hier, wenn ihr eure PlayStation, Xbox, den Apple TV oder andere Sachen anschließen möchtet, braucht ihr eben ein HDMI zum Micro-HDMI-Adapter oder ein HDMI zum Micro-HDMI-Kabel. Bleiben wir erst einmal außen beim Gehäuse. Dieses besteht aus Silikon und macht damit nicht nur einen schicken Eindruck, sondern fühlt sich auch sehr hochwertig und robust an. Der The Freestyle ist eben darauf ausgelegt, fast überall mit hingenommen zu werden. Um ihn dann vor Ort vernünftig aufstellen zu können, hat er einen Standfuß, der eine 180-Grad-Drehung ermöglicht. Dieser steht, wenn er ausgerichtet wurde, stabil. Während des Einstellens ist er mir persönlich ein wenig zu fest, wodurch der Standfuß dann kippelt. Designtechnisch gibt es hier meinerseits nichts auszusetzen. Mit 102 x 172 x 95 cm mit Objektivkappe und 0,8 Kilogramm ist er sowohl leicht als auch sehr kompakt. Auf der Unterseite befindet sich ein 5 Watt Lautsprecher, der sowohl 360 Grad Sound sowie Dolby Digital Plus unterstützt. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, den Freestyle an der Wand zu befestigen sowie Zubehör anzuschließen. Nun zur Front. Hier sind über der Linse 4 Touchknöpfe, über die ihr das Gerät ein- und ausschalten könnt. Außerdem befindet sich hier ein Plus- und Minusknopf für die Lautstärke sowie ein Connect-Button. Gleich darunter neben der Linse befinden sich etliche Sensoren, die diverse Sachen erkennen und ausgleichen können. Dazu aber gleich mehr. Vorher gucken wir uns die Linse an, bzw. das, was die Linse erbringt. 1080p Full HD, dazu HDR und das Ganze über DLP LED. Hört sich erstmal gut an. Was sich hier leider nicht so gut anhört, ist die Helligkeit, denn diese ist gerade einmal bei 550 LED-Lumen. Das entspricht ca. 230 ANSI-Lumen. Dementsprechend ist er leider relativ dunkel. Mal zum Vergleich. Links der Samsung The Freestyle mit ca. 230 ANSI-Lumen und rechts der Xgimi Halo Plus mit 900 ANSI-Lumen. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Das Bild kann hier dennoch auf bis zu 100 Zoll bei 2,7 Meter Abstand an die Wand projiziert werden, man braucht dann eben nur einen sehr dunklen Raum. Und wenn wir schon mal bei der Technik sind, dann bleiben wir doch auch gleich dabei. Wie schon erwähnt, befinden sich auf der Vorderseite einige Sensoren und diese sind notwendig für Auto Keystone, Autofokus und Auto Leveling. Kurz gesagt, egal wie ihr ihn hinstellt und wo ihr ihn hin projizieren lasst, er passt sich ganz automatisch an fast jede Situation an. Man muss diese automatische Erkennung aber auch nicht nutzen, denn man kann das Bild auch von der Größe und Positionierung manuell anpassen. Zudem soll der Beamer die Farbe des Hintergrundes erkennen und sich dieser dementsprechend anpassen. Leider konnte ich das nicht so wirklich feststellen, vielleicht habt ihr da noch irgendwo eine Idee oder vielleicht ist da auch ein verstecktes Feature, was ich nicht gefunden habe. Nun gut, kommen wir noch zu einer coolen Sache. Wenn ihr nämlich schon alle möglichen Geräte von Samsung habt, wie zum Beispiel Smartphone und Fernseher, dann könnt ihr hier noch einige extra Features nutzen. Denn über Samsung Tab View könnt ihr problemlos euer Handybildschirm spiegeln, zudem könnt ihr euren Samsung TV koppeln und Inhalte von eurem Smart TV auf den The Freestyle übertragen. Selbst wenn ihr dies nicht tut, habt ihr aber einen vollwertigen Smart TV in eurem Beamer integriert. Die gewohnte Smart TV-Oberfläche von Samsung beinhaltet viele Apps und den Sprachassistenten von Samsung oder Amazon. Diese Sprachassistenten könnt ihr natürlich über das Mikrofon des Projektors nutzen, ihr könnt dazu aber auch die Fernbedienung verwenden. Die Fernbedienung ist klein, handlich und ist minimalistisch bestückt. Lediglich die wichtigsten Knöpfe sind hier auf der Vorderseite zu finden. Dazu gehören Power- und Sprachassistentenknopf, ein Steuerkreuz, ein Zurück-, Home- und Play-Pause-Button, die beiden Wippen für lauter und leiser sowie für hoch und runter,
Und dann natürlich noch die Online-Dienste extra, in diesem Falle Netflix, Samsung TV Plus, Amazon Prime Video und Disney Plus. Zusätzlich findet ihr unten an der Fernbedienung einen USB-C-Anschluss zum Laden. Zu guter Letzt 3 Features, die leider ganz viel Kritik bekommen haben. Der Ambiente-Mode, in dem ihr den Projektor als Kunst- oder Infoscreen nutzen könnt, ist nicht schlecht. Nur bei der leider etwas geringen Helligkeit wird dies in etwas helleren Räumen problematisch. Man kann den The Freestyle mit der Objektivabdeckung als Lampe nutzen und auch als Smart Speaker mit Mikrofon. Toll, wie man so einen 700-Euro-Beamer einsetzen kann. Und damit kommen wir auch zu meinem Fazit. Mich konnte der Beamer leider nicht überzeugen. Für ca. 100 bis 150 Euro mehr bekommt ihr bei XGIMI einen Akku und ein deutlich helleres Bild. Er hat aber auch einige wirklich gute Features zu bieten, wie zum Beispiel die automatische Anpassung der Größe, Ausrichtung und den Autofokus. Das Gewicht und die Größe finde ich wirklich spitze, zudem gefällt mir das Gehäuse aus Silikon sehr gut, da es sich sehr hochwertig anfühlt und sicherlich den ein oder anderen Schlag oder Fall aushalten wird. Die Lautstärke der Lüfter ist okay, allerdings die Geräusche, die die Linse macht, wenn sie sich einstellt, hört sich einfach an wie ein Nadeldrucker. Das macht für mich den hochwertigen Eindruck leider wieder etwas kaputt. Ja, und das war's auch mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr uns und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!